Ich stelle euch heute eine besondere Bürste vor, die in der Dauerausstellung Medizin und Handwerk präsentiert ist. Sie diente wahrscheinlich der Pflege von Textilien. Die Borsten sind Schweineborsten, die in einem Holzkern eingebohrt sind, als Bündel. Dann ist der Kantenbereich und der Profilbereich ebenso mit rot unterlegtem Schildpatt verziert. Es gibt noch eine Umrahmung in Ebenholz, das ist das schwarze Furnier. Dann noch eine Zinnader, die sozusagen nochmal die Rahmung absetzt vom eigentlichen Ornament, welches im blau unterlegten Horn gestaltet ist mit Metalleinlagen aus Messing und Zinnblechen. An dem ursprünglichen Zustand der Bürste ist erkennbar, dass das Ornament damals in den 1940er Jahren schon mal restauriert wurde. Und auf den zweiten Blick erkennt man auf diese Stellen, dass es sich farblich von den originalen Materialien abheben. In erster Linie sind es die grünen verfärbten Kittungen, die sich abheben zu dem blau unterlegten Horn. Aber auch die Metalllegierungen, die damals ergänzt wurden, haben sich verändert und sind jetzt grau oxidiert gewesen. Bei der Restaurierung der Bürste war es mir wichtig, erstmal das Original zu konservieren, damit es zu keinem weiteren Verlust der Ornamente kommt. Im weiteren Verlauf habe ich mich mit der Ornamentik beschäftigt, aber auch mit dem Herstellen von Bürstenkörpern und habe das Deutsche Pinsel- und Bürstenmuseum besucht. Und da fand ich das Pendant zu dem Objekt des Germanischen Nationalmuseums. Und weil wir bei der Buhlmarketerie wissen, dass dieses Ornament eine Vervielfältigung ist und daher 3- oder 4-mal entstanden ist, war auch klar, dass es ein zweites, drittes Objekt geben wird. Als ich das Ornament an der Bürste im Deutschen Pinsel- und Bürstenmuseum gefunden habe, wurde mir sofort klar, dass es das originale Ornament ist, was nicht restauriert wurde und somit dem originalen Aussehen absolut hundertprozentig entspricht. Und das muss man sich so in etwa vorstellen wie die Nadel im Heuhaufen, wenn man weiß, dass diese Bürste nur 4-mal hergestellt wurde und man findet nach 200-300 Jahren sozusagen das Pendant dazu. Das ist schon eine außergewöhnliche Situation und hat natürlich dann auch diese Rekonstruktion des originalen Ornaments ermöglichen können. Wir sehen hier die Bürste mit dem Ornament des Germanischen Nationalmuseums und hier die Bürste mit der sogenannten Contrepartie, also die Bürste als Pendant, als gleichartiges Ornament zu der Bürste im Germanischen Nationalmuseum. Diese Vorlage war unverfälscht. Wir sehen das Ornament noch so in dem Zustand, wie es der Kunsthandwerker damals im 18. Jahrhundert hergestellt hat. Und durch das Auffinden dieses Ornaments hatten wir die Möglichkeit, unser Ornament, unsere Bürste wieder in den originalgetreuen Zustand zurückzuführen. Das heißt, alles, was hier in der Ornamentik nicht stimmig war, konnte entfernt werden. Das hat ca. 1/3 der Fläche ausgemacht. Man sieht hier zum Beispiel jetzt nach Abnahme der alten Restaurierungen den Holzgrund. Ich habe dann dementsprechend mir das Ornament hier abgezeichnet und konnte die einzelnen Fehlstellen hier einzeln aussägen. Und der Zustand danach war dann der hier. Wir sehen also, dass die grün verfärbten Kittungen entfernt wurden und dann wie im Original mit blau unterlegten Horn ergänzt wurden. Genauso die Metalleinlagen. Spannend ist auch das Detail mit den Kronen. Bei der alten Restaurierung hatten wir 2-mal Zinneinlagen, wobei sich die grau verfärbt hat. Von daher war schon mal klar, das ist nicht das Original. Aber hier sehen wir am Pendant, am Vergleichsobjekt, dass die Kronen alternierend waren, also hier auch 2 verschiedene Materialien verwendet wurden. Hier oben blau unterlegtes Horn und hier das rot unterlegte Schildpatt. Von daher war in der Schlussfolgerung klar, dass die Kronen sich auch in den Metalllegierungen unterscheiden müssen. Wir haben oben das Original mit Zinn, hier die kleine Ergänzung in Zinn
und dann alternierend die Krone in Messing. Anschließend, nach der Ergänzung aller fehlenden Teile, wurden die Ergänzungen auch graviert und mit einem schwarzen Kit gefüllt, sodass es insgesamt wieder zu einem stimmigen Bild wurde.